Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Ich habe jetzt mal einfach in den Chat geschrieben, ihr seht das da, in wann wir das heute aufnehmen. Und ja, damit ihr schon mal wisst, was da ist. Wir sind bei dem zweiten Stream von KQ6. Wir kommen gleich zu den Logik Klippen, wo ich überhaupt keine Lust habe. Und ich habe festgestellt, ich habe die deutsche Anleitung. Die wird uns in der englischen Fassung nicht viel bringen. Aber wir gucken mal. Ich habe schon ein bisschen was zusammengesucht. Es ist witzigerweise so, du kannst das komplette Manual finden. Also das, was wir brauchen, ist ein Buch, was die Green Isles beschreibt. Also so eine Art, so wie so ein Touristenführer aufgebaut. Und das ist das, was wir brauchen. So, jetzt für mich. Wir hatten 70 Punkte. Ich glaube, damit sind wir auf einem guten Weg. So, wir müssen eine Sache noch machen, bevor es zu den Klippen geht. Und das machen wir jetzt. Und zwar, wir versuchen jetzt mal das Milchrätsel zu lösen, wenn ich das noch weiß. Aber ich glaube, das war nicht so spannend. Also, ich glaube, das war wirklich nicht spannend. Also, ich bin mal gespannt, ob man das hier einigermaßen hin... Da ist das schon mal. So, können wir das einfach nehmen? Alexander takes a bottle of milk from the milkweed bush. Okay. Apparently, the dogwood tree doesn't like Alexander standing that close. Okay, dann gehen wir schnell wieder weg. Egal, das war ja einfach. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Habe ich das auch, was ich brauche? So, das war Schritt 1. Das ist nachvollziehbar. Alexander is carrying an old, battered hunter's lamp. Das ist, glaube ich, das, was wir brauchen. Genau, die ist noch leer. Oh, das war nicht hier? Ne, hier war der Bücherwurm, ne? Ne, genau, da wollen wir nicht hin. Können wir nochmal die Spinne besuchen. Aber ich denke mal eher nein. So. Wir suchen die Kohlköpfe. Also nicht die Außerirdischen von Louis de Funès. Die suchen wir nicht. Aber das brauchen wir. Genau. Genau, wir füttern sie sozusagen. Na komm, okay. Das war gut. Alexander gives one of the baby's tears a bottle of milk. The other baby's tears okay, ich verstehe es wieder. gift for some reason. Genau, die anderen beschweren sich und heulen. Aber das müssen sie auch, denn damit können wir die Tränen einsammeln. Okay, verstanden. Alexander collects some of the baby's tears in the old hunter's lamp. So, wunderbar. Jetzt gibt es hier noch so ein ganz tolles Rätsel. A delicate china teacup is occupying the chair at the moment. Genau, den Tee holen wir uns gleich auch, oder beziehungsweise die Teetasse. Richtig, genau. Da ist ein Loch. Through the hole in the wall, Alexander sees a land that resembles a giant chessboard. Wow, it really is a hole in the wall. Ja, ja, das ist ein Loch in der Wand, ja. Zounds, those wallflowers sure are shy, and the snapdragons are awfully protective of them. Alexander can't even get close to the wallflowers without causing quite a stir. Ja, ja, ich will da auch gar nicht hin. Ich will da auch gar nicht hin. Aber ich glaube, jetzt können wir die Flöte benutzen. Ich hoffe, es war jedenfalls so.
May Sieht I gut aus. have this dance? Ja, ach so, das... Oh, ja. Alexander, der alte Musikus. Noch kann ich nichts machen. Alexander stops playing the flute, but the wallflowers and snapdragons continue to dance. Okay, das war caught das up in the Ding. music and oblivious to everything around them. Okay, damit sind die abgelenkt. Das heißt, die machen weiter. While the wallflowers dance, Alexander snatches the hole in the wall. So, haben wir das Loch in der Wand. Jetzt holen wir uns natürlich noch die Teetasse. Alexander takes the teacup. Gut. So, und dann brauchen wir diese tolle Rotten Tomato. Hey, what do you think you're doing there? Get your hands off me! Hey! Alexander picks up rotten tomato and puts him away. One never knows when one will need a rotten tomato. Ja, wir brauchen das für das nächste Ding. So, haben wir. Das ist okay. Das läuft. So. Ich glaube, wir brauchen den Sumpf brauchen wir. Wo ist die Teetasse? Ach, okay, gut, alles klar. Es geht da unten noch weiter. Da muss ich mich mal dran gewöhnen. That part of the swamp is out of Alexander's reach. Okay, gut, da kann ich nicht hin. Aber da kann ich doch bestimmt hin. What do you think you're doing? You startled me. I was just getting some swamp ooze. Well, you certainly won't get it there! That's not swamp ooze! That's swamp slime! He's right, you know. But he could be a little nicer about telling you. He's not a very pleasant stick in the mud. Nobody asked you! Be quiet! Oh, the trials of being a mere bump on a log. Ah, ich erinnere mich! Ich erinnere mich. Also, Stick in the Mud. Wer den Gag nicht kennt, ist halt, ja, wir würden sagen Stinkstiefel. Bump on the Log ist doch, glaube ich, auch irgendeine Redewendung. Ja, habe ich jetzt nicht so drauf, aber sprich, hier der Vogel, wo ich jetzt mit der Maus-Ding bin und hier, die verstehen sich nicht ganz so gut. Jetzt verstehe ich. Ja, du willst bestimmt eine Tomate werfen. Das ist doch bestimmt der Gag. Zimmer ihm mal richtig eine. That would serve no purpose. Nein? Doch, natürlich. I thought this might come in handy the next time your brother starts picking on you. Aha! Finally, old Bump on the Log's not so defenseless, is he? Hey! What are you doing there? Watch the pulp, would you? Now, Bumpy, remember all I've given you! The only thing you've ever given me is mud. Ach, der hat ihn immer so mit Schlamm beworfen. Ach, das ist der Gag. Oh, not into the swamp! Ist ja bekloppt. Boom. Okay. Hey, okay, I give up. Geez, sorry. Well, I guess it's not very pleasant having things thrown at you. I'm sorry. You mean it? Really? Brother? Brother! Stick in the Mud and Bump on a Log, exhausted from the battle, immediately doze off into naps. Rotten Tomato, being equally lazy, decides to join them.
Okay, alles gerettet. Und wir haben das Zeug, was wir brauchen. Alles klar. Alles klar, gut. Warum die sich jetzt aber verstehen, das weiß ich jetzt auch nicht, aber das ist halt die wunderbare Welt von King's Quest. Da versteht man sich halt, ne? Erst auf die Fresse hauen, dann verstehen. Wie wahre Männer. Alexander fills the teacup with the swamp ooze. Haben wir. So, wunderbar. Das ist super. Schlamm. So, das haben wir. So, jetzt heißt es noch einmal einen Gegenstand wechseln. Und dann kann ich euch sagen, dann kommen die Klippen. Da bin ich mal gespannt, ob ich das noch irgendwie einigermaßen hinkriege. Was ist denn hier? Hallo. Alexander. Geht doch. So. Aber konnte man das nicht vergrößern? Habe ich das nicht so in Erinnerung? Kann man nicht. Ich hatte in Erinnerung, dass man das irgendwie noch vergrößern kann. Aber dem ist scheinbar nicht so. Ich dachte eigentlich, das kannst du noch ausscrollen. Aber gut, da muss ich halt wissen, dass man da weitere Stellen hat. Naja, gut. Kriegen wir hin. So. Auf zur Isle of a Crown. Alexander feels a strange pulling sensation. Und einmal zur Pfandleihe. Und jetzt die Flöte gegen das Zünderkästchen oder tauschen. Und dann kommen die Klippen. Boah, meine Güte, ey. Ich bin mal gespannt, ey. Good day, Prince Alexander. Ja, guten Tag. The counter feels as smooth as stone. So. Alexander takes a closer look at the items on the counter. So, das brauchen wir einmal. Might I trade for that tinderbox on the counter? Certainly. What do you wish to offer me in trade? Ja, die Flöte. Dachte ich. Would you mind if I traded this in? Of course, Prince Alex. Please choose something in exchange for the items on the counter. Alexander looks closely at the items on the counter to make his selection. Ja, eigentlich weiß ich schon, was ich haben will, I aber believe I'll take the tinderbox. Very good, Prince Alex. Enjoy your tinderbox and bring it back anytime. Thank you. so. Na komm. Na, wollte doch sagen. Alexander, trau dich. Aber ich finde es echt gut gezeichnet und so. Also das ist alles kein Thema. Das finde ich alles ganz gut. So. So, und jetzt gehen wir dahin, wo ich überhaupt keine Lust habe hinzugehen, aber wir müssen. Alexander pulls out his... So, also alles, was jetzt kommt, ist der Kopierschutz. Und ich meine das auch wirklich so, wie ich das sage. Alles ist die Copy Protection. Da fängt's an.
es geht los. Safen. Und ich nenne es auch ganz toll Copy Protection. Boom. So, also die deutsche Fassung ist natürlich ein bisschen anders. Ich bin der Meinung, die haben das eingedeutscht. Also wie gesagt, für die Leute, die jetzt da sind und eine deutsche Fassung haben, können das vielleicht mal kurz bemerken. Weil ich bin der Meinung, also es kann natürlich auch sein, dass es englische Puzzle waren und trotzdem, aber ich weiß es echt nicht mehr. Fakt ist, das ist halt die englische Fassung und ja. Es gibt für die eben keinen Deutsch-Patch, weil es gibt sonst KQ6 natürlich in Deutsch, aber nicht die Sprachfassung. Die gab es damals eben auch nicht in Deutsch und der Patch funktioniert auch nicht. So, ich glaube, jetzt habe ich nochmal genug erklärt und jetzt fangen wir an. appears to be something etched into the face of the cliff. Alexander decides to get closer. So. Ignorance kills wisdom elevates. Also Ignoranz tötet, Weisheit erhöht oder hilft nach oben zu kommen. Ja, I like bread, I like it too. Ein wunderschön. Herzlich willkommen zu KQ6. Ja, also, Ignoranz tötet, Weisheit erhöht. Das war irgendwas mit Anklicken, ne? Okay, alles klar, alles klar. Okay, also. Es gibt einmal das Handbuch mit Symbolen. Das ist jetzt noch nicht interessant, sondern jetzt müssen wir gucken, was da passiert. Können wir in einer Reihe mehr anklicken? Das interessiert mich mal eben. Kann ich das? Nein, doch kann ich. Okay, das hilft mir super. So. Also, das ist die englische Fassung. Mal gucken. Ja, Ja, ich möchte das lösen. Danke. Also, ich sage jetzt mal so, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das ist jetzt 1 richtig, dann hast du hier Rice. Macht das Sinn? Habe ich es verstanden? Huge blocks of stone erupt from the granite cliffs. Okay. Das war Rätsel Nummer 1. Es fängt einfach an. Gleich wird's besser. Alexander stares with wonder. That's quite a way to welcome a guest, if indeed it is a welcome. Also ich weiß nicht mehr, ob es 5 oder 6 Puzzle waren, aber es sind einige. So, kann ich da einfach drauf? Geht er da selber hin? Alex? Hallo, Lust? Hallo? Achso. So, einfach hochgehen? The steps cannot be moved any further backwards or forwards. Ja, aber ich möchte gerne da drauf klettern. Soll das jetzt ein Witz sein? Ach, Sierra. Das habe ich echt schon geistig verdrängt. So. Okay. Speichern. Definitiv. So, Puzzle 2. So. So, mal gucken. Was will er denn jetzt von mir? Kann ich da schon dran? There is something etched into the face of the cliff, but Alexander can't see it from where he is. Ach so, muss ich tatsächlich noch einmal nach oben. So. So, auf geht's. Alexander examines the strange etchings in the face of the cliff. Okay, das ist die richtige Codeabfrage. Also es gibt im Handbuch Symbole. A Master of Languages will. Also ein Meister der Sprachen wird.
So, jetzt gucken wir mal. Was wollte er denn da haben? So. So, dann wollen wir mal gucken. So. Wo ist das Handbuch? Habe ich es doch gerade gehabt, genau. So. Also. Das erste Symbol, was ihr da seht, ganz oben, ist ein F. Dann kommt die nächste Stelle ist, wo ist es? Das ist ein M. Dann kommt, wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? La. Das ist ein W. Und dann kommt ein X. Dann kommt ein N. Das andere ist wahrscheinlich das ganze Ding, ne? So, warte mal. So, warte mal. Pass auf. Wir haben ja alles, ne? Wir haben ja Zeit, das ist ja überhaupt kein Thema, gar kein Stress. Also. So, da ist was im Handbuch. Also, ich lese mal vor. 4 men standing in a row. Also, 4 Männer stehen in einer Reihe. Third man from the left. Nee, halt, das ist der falsche. Nee. Stopp. Das ist der falsche. Das ist der richtige. The ancient ones were believers in the power of language. Das ist es. Die Alten haben an die Macht der Sprache geglaubt. We were fond of saying, a master of languages will soar. Das steht sogar da. Für Doofe. Danke. Es steht so im Handbuch. Ja, das war ein schweres Rätsel. Danke. Also brauche ich jetzt nur die entsprechenden Symbole. Manchmal ist es doch einfacher, als man denkt. So, das S ist... das ist so eine Figur mit so einem Kopf. Da ist das S. Das ist das S. Das O ist so ein Tisch mit 2 Punkten. Das ist da. Dann brauchen wir das A. Das muss ich noch einmal so machen. Das A ist hier. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal gleich ist, ne? Also wer das dann irgendwie damit nachmachen kann, gerne. So. Und dann brauchen wir jetzt nochmal das R. Das ist da. Das stand so im Handbuch. Müsste jetzt eigentlich passen. The stone beneath Alexander's feet trembles as more steps emerge from the granite cliffs. Okay, ist richtig. Also es steht genauso im Handbuch. Also das ist jetzt nicht das schwerste Rätsel. Dann kommt jetzt gleich das Rätsel mit den Positionen. So, bis hierhin. Ja, das ist die Positionsgeschichte, das, was ich euch gerade vorgelesen habe. So, wir gehen wieder hin. Man kann übrigens auch tatsächlich sich vertreten. Soll ich mal machen? Ich mache mal absichtlich einen Tod. So, das weiß ich nämlich. Ja, Wile E. Coyote hätte seine puren Spaß daran. Tickets only. Okay. Next. So. That wasn't a very logical step. Das war nicht der logische Schritt. Ja, das ist wohl richtig. Also es hat nicht so schöne Todessequenzen wie Space Quest 3, aber es ist schon... So, komme ich da jetzt dran? Das ist der, ne? Das ist der, den ich euch gerade vorgelesen habe. So, dann wollen wir noch mal. Alexander examines the strange etchings in the face of the cliff. Ja, das ist die Positionsgeschichte. Also. So, wo ist es? Da ist es. 4 men standing in a row. Also 4 Männer stehen in einer Reihe. Third man from the left and down you go. Dritter von links
und einer umgehen. The rest in order, move you on. Der Rest geht einfach so weiter. The youngest, the oldest and the second son. Hä? Was willst du mir sagen? Also, 4 Männer stehen in einer Reihe. Haben wir. 3 von links. Und down you go? Der Rest bewegt sich in der Reihe. The youngest, the oldest and the second son. Okay. Woher weiß ich denn, wo der Jüngste und der Älteste steht? Verstehe ich nicht. Woher weiß ich das denn jetzt? Also das eine, klar, also 1 ist, also irgendeiner ist 1 und 4 oder 4 und 1. Das ist klar. Damit geht's los. Das ist logisch. Komm. Wir machen mal 1 und 4. Alexander gets the feeling that was the wrong button. Okay. Dann mache ich es mal genau andersrum. Tickets only. Next. What a riddle. Stones of stealth. Find a guide to keep your health. Ja, auf Hochdeutsch guck ins Handbuch. Aber das hilft mir auch nicht so wirklich. Ich mach's jetzt mal genau andersrum. Okay, das war der Gag. Aber das mit dem 1 nach unten habe ich nicht verstanden. War das der Hinweis, wo man anfangen muss zu zählen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. So. Haben wir. So. Ab nach Puzzle 4. So. Mal gucken, was haben wir da wieder Schönes? So. Komm, dreh dich um. Puzzle 4. Puzzle 4. So. Alexander examines the strange etchings in the face of the cliff. Machen wir. Sacred 4. Die Heiligen 4. Was machen denn die Heiligen 4? Okay. Okay. Das verstehe ich nicht. Ah! Doch, ich verstehe es. Halt. Halt. Die Symbole bedeuten nicht nur Buchstaben, sondern die stehen auch für Tiere, für Wertigkeit und was weiß ich nicht alles. Jetzt muss ich nur wissen, wofür stehen denn die Heiligen 4? Wo kriege ich das denn raus? Ja. Ich suche mal nach weiterem. Nach einem genaueren Manual, weil das steht hier nämlich nicht drin. Guidebook to the Green Isles. Was willst du denn von mir? Kann nicht hergestellt werden. Bist du doof oder was? Was will er denn von mir?
So, da ist das Guidebook. So. So, warte mal. Wenn ich jetzt nach den Sacred suche. Sacred Oracle. Sacred 4. Die Emotion Tranquility. Ach, das sind verschiedene Sachen. Also, Emotion Tranquility, Color Azure, Creature Caterpillar und Element Air. Okay, gut. Also, fangen wir an. Also, welches Ding hat denn Tranquility? Bla 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 bla. Hope Tranquility. Da ist Tranquility. So. Azure. Azure. Sienna, Grey, Pearl Grey, Sable, Ocker, White, Red, Orange, Green, Brown, Beige, Gold, Black, Azure. Okay, der Tisch ist wieder Azure. Das müsste es eigentlich sein. Steht nämlich auch so im Guidebook für Doofe. Caterpillar. So. Caterpillar. Cat, Dingens, King, Dove, Tranquility, Maus, Whale, Grasshopper, Unicorn, Shark, Parrot, Oil, Cricket, Swan, Crab, Dolphin, Rabbit, Caterpillar. Danke. So, und den letzten, den wir noch brauchen, ist R. Okay. So, Earth, Onyx, Opal, Granit, Paper, Plants, Air, da haben wir's. Und? The stone beneath Alexander's feet trembles as more steps emerge from the granite cliffs. Gut, haben wir. Aber macht Spaß, ihr merkt schon, ne? Die Copy Protection ist eine tolle Idee. So. Kommt noch was? So. Noch so ein tolles Rätsel, oder was? Ich sag doch, also. Boah, freue ich mich einen Ast, wenn ich das gleich habe. So, und der nächste. Puzzle 5. Es könnte, wenn wir Glück haben, das letzte sein. Ist angenehmer als die Autofahrt. Ja, kann man so lassen. Also es ist sicherlich einfacher als Codename Iceman. Definitiv. Der Heir Today, ein wunderschön. Hallo. Du bist gerade bei den Logik Klippen. So. Puzzle 5 übrigens. Alexander examines the strange etchings in the face of the cliff. So, was will er denn jetzt von mir? All silent cry the noble boulders. Alle stillen schreien nach den noblen Steinen oder sowas. Hä? Was willst du von mir? Ich habe keinen Bezug. Noch keinen Bezug. Okay.
Verstehe ich nicht so ganz. Also, wir gucken wieder ins Handbuch. Die Emotion wird hoch oder tief bewertet. Die Heiligen Vier sind natürlich die am höchsten, klar. Okay. Ja. Ja. Warte mal. Ich habe ja hier die Guidance auch hier. Man kann Spend Studying the Language. So, das Alphabet haben wir. Das ist kein Thema. Was gibt er mir denn als Tipp? Das Handbuch. Die 5. Challenge. Only those of the highest order. Also die, ne? Vom May ascend the cliffs of logic. Guckt euch mal fast die ersten Buchstaben an. Das passt ja perfekt. Ja gut. Okay, wir haben es. Ascend. Danke. Okay, das war leichter als erwartet. Hä? Moment. Ach doch, klar, sicher. The stone beneath Alexander's feet trembles as more steps emerge from the granite cliffs. Ja, also das war gerade, das stand genauso wie die andere Lösung, stand genauso 1:1 im Handbuch. Also man muss nur den Satz finden. Okay, das müsste es gewesen sein. Hoffe ich. Dann jetzt kommt noch Rätsel Nummer 6. Was dann nicht so sein muss. Der Vorteil ist, die Logik Klippen braucht man danach nie wieder machen. So, ich speichere aber nochmal. Ich habe ja gelernt. Whoa, wait a minute. Mach keinen Mist, Alexander. Ja, wir haben es geschafft. Und guck mal, da ist jemand mit leuchtenden Augen. Alexander finds himself finally at the top of the cliffs. Exhausted, he steps over the lip of the plateau and stands. Why do you make such an effort to climb the cliffs, young man? The winged ones who live on this island have the power of flight. Ja, natürlich. You could have it too, if you'd only eat a berry from this magical flying nightshade bush. Ja, das machen wir doch gerne. Ja, natürlich tun wir das auch. See? The sweet berries will make you float like a petal on the wind. Try some. Mach ich. Was soll schon schief gehen? Ne? Babsi ist mein Freund. All right. I'll try some of your berries. Oh, goody. Eat quickly, dear boy, and I'll show you the way to the Lord and Lady of this isle. What? Slightly bitter, pretty one. Der ist toll, der Typ, ne? Tickets only. Deswegen meinte ich so schön bei Teil 6. Some land I have for sale in the death bogs of Tamir. Okay. Sale and Death Box of Tamir? Okay, die Tamir-Referenz habe ich nicht ganz verstanden, aber wahrscheinlich ist das Zeug, was hier Lolotte da irgendwie den Leuten irgendwie verpasst hat, damit die irgendwie so ganz merkwürdig wurden. Damit die wahrscheinlich fliegen konnten und sowas. Ja, ne? Deswegen sage ich ja, die Bösewichter in King's Quest 6, ich würde schon fast sagen, die sind kompetent. Weil, ne? Alexander ist ja nun mal nicht der Pfiffigste. Der ist ja ein bisschen naiv.
Kann man ja mal ein bisschen probieren, ne? So, wir essen die Beeren jetzt nicht übrigens. Alexander finds himself, finally, at the top of the cliffs. Exhausted, he steps over the lip of the plateau and stands. Why do you make such an effort to climb the cliffs, young man? The winged ones who live on this island have the power of flight. You could have it too, if you'd only eat a berry from this magical flying nightshade bush. Mach mal. See? The sweet berries will make you float like a petal on the wind. Try some. Ja, ja, bestimmt. Klar, mache ich sofort. Also. Aber nicht heute. The huge doors are locked tight. Somebody obviously wants to keep something out or something in. Okay, kann ich da rein? It would be rather rude to crawl into that cave with the old woman standing right in front of it. Okay. Young man, you offend me. I try to help you and you insist on being rude. Kann ich mit der quatschen? But who are you, matron? Who cares? I mean, I am only a poor old woman who wishes you well, handsome stranger. Think of me as your grandmama, if you like. Genau, wer bist du? Wen interessiert's? All right then, stay tied to the ground like a load of lead. See if I care. You human. Okay. Odd. The old woman just disappeared in a cloud of smoke. Perhaps those berries are even more powerful than she led Alexander to believe. Jetzt kann ich die Beeren ja noch nehmen. Soll ich mal was ganz Doofes machen? Ich mache mal was ganz Doofes. Ich mache mal was ganz Doofes. Black berries grow only at the top of the bush, as though straining towards the sun. Alexander decides to try some of the black berries on the plant. Das ist bestimmt eine tolle Idee. A bitter taste fills his mouth. His stomach convulses in pain. Bumm. As the poison takes effect, Alexander is left wondering if this is the kind of flying the old lady meant. Die wird uns ja nicht angelogen haben. Only next. And then there's some land I have for sale and the death. So. Okay. Dann gehen wir jetzt mal in die Höhle. Alexander crawls through the small opening in the rock. Ja, okay. Alexander finds himself in a dark cave. Ja, natürlich. Die Höhle ist dunkel, aber wir haben ja was. Was hilft. Alexander takes the candle from his tinderbox and uses the flint in the box to light it. So, dann wollen wir mal. Okay. Alexander is standing in a rocky cave. The dim light of the tinderbox candle reveals a dank, musty place. But then Alexander's nose told him that much without the light. Alexander crawls through the opening in the rock. Gucken, wo kommen wir denn da hin? The lighting in this part of the cave is better. Alexander extinguishes the candle's flame and places it back in his pack.
Alexander sees nothing to do with the rocky walls of the cave. Nee, das will ich gar nicht. Ich will das wissen, was da hängt. Alexander takes a few leaves from the plant. Ah, As he does so, a strong smell of peppermint is released. okay, also hier ist Pfefferminz, alles klar. Ja, da kennen wir noch jemanden, den wir mit Sicherheit damit bestechen können. Alexander crawls back into the first room of the cave. So. Alexander can't see a thing. Okay, dann machen wir wieder die Tinderbox an. Alexander takes the candle from his tinderbox and uses the flint in the box to light it. Bin mal gespannt, wie oft die funktioniert. So. Und jetzt sehe ich was, worauf ich überhaupt keine Lust habe. So, das war okay. Das haben wir erledigt. Das war gut. Ja. So. Und jetzt kommt das, was ich hier sehe, was hoffentlich nicht der Fall ist. Jetzt kommt nämlich ein Labyrinth. Look, an intruder. Hold! How did you get up here, human? I climbed the cliffs. That is not possible. No one has solved the cliffs of logic in several centuries. And if the cliffs were to be solved, it would certainly not be by a human. I didn't mean to trespass. I only wanted to visit this beautiful island. No visitors have been welcome on the Isle of the Sacred Mountain in years. Not since the Red and White Queens had spies in the guise of friendly visitors steal our island's sacred golden fleece. But we will not display such foolish trust again. You will have to answer to Lord Azure and Lady Ariel. They will determine what will be done with you. I can assure you, it will not be pleasant. So, also, auch hier ist kein Besucher willkommen. Und die beiden Königinnen haben wohl das goldene Vlies von denen geraubt. With what trickery did you master the cliffs of logic and reach the city of the winged ones? Only the magic of clear thought, my lord. I meant no harm. The cliffs of logic. It is the sacred oracle's prophecy, Azure. Yes, Ariel. It is lucky for you, human, that climbing the cliffs of logic is part of a prophecy that I cannot ignore. We have just been ordered by Wazir Al-Hazred himself to dispose of any strangers that might land on our fair isle. But the prophecy would have a different fate befall you. The prophecy predicts that whosoever climbs the cliffs of logic will defeat the Minotaur. Oh Gott, deswegen das The Labyrinth. Minotaur has violated our sacred catacombs and eats our young in sacrifice. Our own daughter, Lady Celeste, was taken there only this morning as his most recently demanded offering. A dilemma, then. Whom shall I obey in regards to your fate? The oracle or the crown? But since Al-Hazred did not dictate how I was to dispose of intruders, and since you cannot possibly survive the catacombs, your imprisonment there should serve both purposes quite admirably. Toll für dich. I will not resist you in this, my lord. I shall do my best to save your daughter. First, I must tell you that the catacombs are a labyrinth of rooms, a place of exceeding danger. You will need many tools and clear wits to survive it. I am ready. Very well. My guards will take you there now. You seem courageous enough, but the catacombs will determine how brave you really are. Okay, also. Ich fasse das kurz zusammen. Al-Hazred hat denen natürlich befohlen, jeden Stranger, also jeden Besucher direkt gleich zu eliminieren. Allerdings können sie das nicht, weil er hat ja die Logik Klippen gemeistert. Kommt noch was? Why
did you tell Lord Azure you were ready and willing to face the catacombs? No one is ever ready, and only a fool could be willing. And you are far wiser, I suppose, to leave a maiden to die? To not fight this plague on your own people? Bravery and suicide are two different things, human. You will have a chance to renounce your choice soon enough, when you lay trembling under the Minotaur's hooves. We shall see. Thanks for the escort. We only escort you to your death. May the fates make it quick, so that you do not have to scream long. Ja, das werden wir ja sehen. Also, er hat ja die Logik Klippen gemeistert, beziehungsweise wir haben die gemeistert. Und dadurch können sie nicht einfach eliminieren und umbringen, The weil... catacomb's entrance door is locked from the outside by the Winged One's guards. Ja, das dachte ich mir schon. It seems that leaving the catacombs by that door is not an option. Ja, genau. Und jetzt spielen wir wieder lustig Labyrinth. Also auf jeden Fall ist klar, er hat die Logik Klippen gemeistert. Damit ist er eigentlich der Auserwählte. Das ist so die Kernaussage, ihr kennt das ja. Deswegen kann er nicht einfach von denen hier eliminiert werden, weil das können sie nicht ignorieren. Und dann kommt er halt auf die Idee und sagt, ja, wir können ja mal 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. So nach dem Motto, unsere Tochter Celeste ist hier geopfert worden an den Minotaurus. Vielleicht kann er sie retten. Und wenn er sie nicht retten kann, stirbt er halt dabei. Mein Gott. Ne? Dann hat die Prophezeiung sozusagen auch zugeschlagen und dann ist er halt doch nicht der Auserwählte. Ich nehme es vorweg, wir sind der Auserwählte. Natürlich sind wir das. Weil das habt ihr auch nicht anders erwartet, oder? So. Jetzt kommt wieder das, worauf ich so wahnsinnig Lust habe. King's Quest Labyrinthe. So. Oh, kann ich hier was mitnehmen? Alexander examines the stone shelf and the ancient bones, but finds nothing except the dust of the grave. Okay. Alexander examines... Okay, können wir nichts mitnehmen. Okay, da ist wahrscheinlich auch nichts. Alexander examines the stone shelf and the ancient bones, but finds nothing except the dust of the grave. Ja, gut. Also da ist nichts. Alexander hears the distant sounds of a wild animal somewhere in the maze of rooms. Das heißt, es ist random. Dann gehe ich mal da lang. Niches in the wall form stone burial beds. Ancient bones lie crumbling on the unyielding rock. Ja gut, da ist also irgendwie gar nichts, oder was? Okay, wo kommen wir da rein? A lone skull lies on the ground among the skeletons. Where the skull came from is a mystery, since the other remains seem to have their skulls intact. Wenn das so ist. Alexander picks up the skull. Okay, den können wir also mitnehmen. Niches in the wall form stone burial beds. Ancient bones lie crumbling on the unyielding rock. Okay. The remains of several unfortunate souls haunt the room. These bones seem more recent than the ancient catacomb bones that Alexander has seen so far. Perhaps they were victims of the Minotaur, or perhaps they died while wandering lost in the maze. 3 of the skeletons are completely intact. Okay. Verstehe ich nicht. So, gehen wir mal den anderen Weg.
Gehen wir jetzt gleich mal nach Norden. Wenn wir dann gleich können. Verstehe ich nicht, was ich hier soll, aber... So, dann gehen wir mal da lang. So, hier nur der Weg. Hä? That tile bears an engraving of a crown. Ja, das ist mir schon klar, aber das ist ja bestimmt ein Rätsel. Gibt's das im Manual? Ich guck mal. Ich guck mal, ob wir da irgendwas haben. Hier steht als Hinweis übrigens ganz lustig. Vielleicht für die Leute, die das interessiert. Da steht übrigens ganz trocken. Sollte man nicht alles haben, was man benötigt an dieser Stelle, bringen die einen wieder vorne zum Strand. Also, das würde bedeuten, wir haben alles. Das hilft mir aber auch nicht so wirklich. Verstehe ich nicht. Da sind die Katakomben. Aha. Okay. 3 roses laid upon the bower. A scythe for the who cuts the flower. A crown, a dove, a most noble race. Thy bones may sacred his dread place. Also wahrscheinlich muss ich hier irgendwo den Schädel ablegen. Aber verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. So. King's Quest 6. Catacombs. Catacombs Copy Protection. Was willst du von mir? So, das haben wir alles. So. First Floor. Hä? Wie willst du denn da drauf kommen? Der Satz ist richtig. Da kommst du nie im Leben drauf. Da kommst du nie im Leben drauf. Also, das ist... wahrscheinlich würde das schnell auffallen. Wenn man falsch geht, stirbt man. Also, das ist Puzzle Nummer 6. Wir gehen einfach mal falsch. Alexander feels the tile he's standing on shift beneath his feet. Uh-oh. Zack. Tickets only. Next. Also, was ich vorgelesen habe, ist richtig. 3 spikes and you are out. Ey, das ist mein Humor. Okay, also. Ach, stimmt, das sind die 3 Rosen. Doch, stimmt. Das sind die 3 Rosen. Okay, alles klar, ich verstehe es. So. Das ist die Sichel, das ist die Krone. Wie ging es dann weiter? A Crown? Ist das die Krone? Aber das ist doch der Tod hier. Verstehe ich nicht.
Egal, war richtig. Alexander hears a low growling, so faint as to seem born of his fired imagination rather than of any living creature. Ja, dann sollte ich vielleicht mal mich beeilen. Okay, da ist ein Schild. Kann ich das einfach so mitnehmen? Alexander takes the shield from the wall. Gibt Punkte. So. Ach du Scheiße. Das Ding hat 2 Stufen. Ach du meine Güte. So, ich gehe mal einfach weiter nach Norden. Oh, das hat 2 Floors. Ja. Herzlich willkommen bei King's Quest. Weil ich sehe nämlich gerade einen Hinweis mit Wall Mechanism. Den müssen wir gleich auslösen. Den können wir auch gleich wahrscheinlich auch auslösen. Und dann kommen wir in den zweiten Bereich. Jetzt müssten wir theoretisch was finden. Ja, das tun wir auch. Also das kannst du auch wieder eigentlich nur machen, wenn du Alexander Karten finds zeichnest. 2 coins on the skeleton's eyes. He takes the old coins. 2 Münzen in den Augen. Die nimmst du einfach mit. Ja, natürlich. Grabschänder at its finest. Aber gut. So. So, wieder zurück. Dann in die andere Geschichte. Ich habe nur Angst, dass irgendwo der Minotaurus uns gleich überrennt. It's a trap. The doors have sealed Alexander inside. And the ceiling is coming down. Kann ich das damit kaputt machen? In a desperate move, Alexander throws a brick into the grinding gears. The brick is caught between 2 cogs. The gears shriek and shudder. The mechanism grinds to a halt. The ceiling is stuck. The trap is sprung. Okay, also die Decke kam gerade runter. Ich weiß das deswegen, weil das hier gerade stand. Das war jetzt purer Zufall. Das war purer Zufall. Das steht hier nämlich gerade. Deswegen weiß ich nämlich, dass es jetzt gleich Floor 2 kommt. Wo ich voll Lust drauf habe. So, Floor 1 ist jetzt fertig. Jetzt gleich nach links und dann müssten wir eigentlich da sein. Dann bin ich mal gespannt. So. So. Sounds! A trap floor! War das richtig? Alexander seems to have fallen to a lower level of the catacombs. Okay, wir sind richtig. Wherever he is, the place sure is dark. Alexander can't even see his hand in front of his face. Ja, aber wir können ja Licht machen. Ich würde gern Licht machen. Danke. Alexander takes the candle from his tinderbox and uses the flint in the box to light it. Aha!
So that's why it's dark in here. A torch is out. Alexander lights the extinguished torch and puts his tinderbox away. Okay. So, wir sind in Floor 2. Meine Güte, ey. Alter Schwede. Achso, ich habe das auch nochmal Labyrinth genannt. Ach so, okay, gut. So, jetzt sind wir richtig. So. Ach du Scheiße, da kommt keiner drauf. Far off into the catacombs, the sounds of hooves faintly echo. Ja, das ist schön. Aber an das Rätsel ist schön, dass ich das gerade sehe. Da kommt niemand drauf. Also wirklich nicht. Da kommt echt niemand drauf. Also ich wüsste nicht, wie man drauf kommt. So, jetzt müssten wir... Nee, ich glaube, nächste noch. Alexander hears the distant... Ja, das weiß ich. Der ist ja auch in der Nähe. Der ist verdammt in der Nähe. Aber das Lustige ist, wie soll einer auf das Rätsel kommen? Ich wüsste nicht wie. Ich zeige euch das jetzt mal. Alter. Das ist ja Hammer. Das ist ja Hammer. So, wir sind hier nämlich richtig. Alexander hears the sound of a wild beast again. This time so loud that the creature itself seems to be in the same room with him. Ist er auch. The noises are coming from the other side of the east wall. Isabella, ein wunderschön. Hallöchen. Kommst gerade recht. So, das ist interessant. Aber wie soll man auf das Rätsel kommen? Jetzt benutzt man nämlich die Möglichkeit, in den Nebenraum zu gucken. Ja, komm, lass mich mal machen. Alexander puts the hole in the wall on the east wall. The hole in the wall trembles slightly with dread at the clammy feeling of the stones. Klar, und jetzt können wir durchgucken. Alexander peers through the hole in the wall and sees just another room in the catacombs. Ja, noch was anderes sehen wir. Aha! Not just another room at all. So that's why Alexander couldn't find the Minotaur's lair. At least Alexander now knows the lair exists, somewhere in the maze on the other side of this wall. Das heißt? While Alexander contemplates what he's just seen, the hole in the wall, frightened by the Minotaur, makes a run for it. Ja, ist mir schon klar. Hopes the little creature finds its way home to the Isle of Wonder. Ja gut, also das Loch in der Wand ist jetzt weg. Ja, was hat mir das denn jetzt gebracht? Muss ich jetzt einmal rundrum gehen, oder was? Ist das der Gag? Ja, warte. Also das mache ich doch jetzt nicht ohne Map. Ich bin doch nicht bescheuert. Also das heißt... Warte, ich gehe mal eben googeln. Jetzt nehme ich nochmal einen Schluck. Das mache ich doch jetzt nicht. Ich fange doch jetzt an, eine Karte zu zeichnen. Also wir gehen jetzt einmal rundrum, ne? Oh. Roberta Williams. Es ist wieder Zeit. So, erstmal gehen wir zurück. Wir kamen von der Seite. Ich habe eine Map. Die ist nicht wirklich gut, aber die sollte reichen. Sierra Chest hat auch die Maps. So, also wir gehen jetzt so weit, bis wir das erste Mal nach Süden können. Dann kommt so eine Art Zickzackkurs. Und wir gehen tatsächlich einmal rundrum. Natürlich tun wir das. Weil,
Es ist King's Quest. Ja, schön wär's. Hätte ich, aber ich habe keine Lust. Reicht schon, dass ich in Handbücher gucken muss, um hier die Rätsel zu bestehen. Ah. Also ja, wir sind bei Teil 6. Okay, da sollte ich besser nicht lang gehen. Teil 7 mache ich ja noch. Und wie schon gesagt, das kann ich vielleicht dem Heir Today auch schon sagen. Ich habe King's Quest 6. Ja, weiß ich. Die Amiga-Version zum Laufen gekriegt. Das heißt, wenn wir also mit King's Quest 6 fertig sind, zeige ich euch auf jeden Fall mal ein paar Minuten der Amiga-Version. Die ist tatsächlich anders. Und dann kann ich euch auch ein paar Minuten von King's Quest 8 zeigen. Aber King's Quest 8 läuft so instabil. Da braucht man nicht über ein Let's Play nachdenken. Also, muss ich den Heir Today persönlich... Ja, weiß ich. Wir nähern uns ja. Das habe ich ja vor. So. Also, jetzt gibt es einen Rundweg. Den nehmen wir natürlich nicht. Und jetzt sind wir auch da, wo wir hingehören. So, jetzt mal gucken, was wollen wir denn haben? Labyrinth 3. So, jetzt müssten wir gleich da sein. Das müsste jetzt der Raum unseres Vertrauens sein. Okay. Das kann ich mir vorstellen, was ich hier mache. This tapestry looks familiar. Du hast es gerade gesehen. Now let's see. I don't feel anything. Aha! A hidden latch. Alexander triggers the little latch. A secret door rolls open. So, mal kurz gucken. Okay. Ihr könnt euch vorstellen, ne? Rot. Minotaurus. Ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgeht. Na komm, geh doch rein. No, I beg of you, please don't hurt me. Your struggles are useless. It's the Minotaur, and he's struggling with a Winged One's girl. She must be Lady Celeste. Warte mal. Erstmal will ich ihm noch zureden, ne? Ich bin doch ein Kumpel. Ich bin doch der Talking Alexander. Excuse me. I demand the release of that maiden this instant, you... Ist bestimmt toll. Lady Celeste looks wildly around the room for the source of the strange voice and spots Alexander. You there, human! Help me! Ja, ich bin dabei. Who dares enter my lair? I ask you to release your captive or suffer the consequences. Never. You die, human. As the Minotaur advances in attack, Alexander slowly backs away. Until he can back away no more. Now where to, little man? Wouldn't you like to let the girl and I go? Don't be a fool. Alexander prepares to take on the Minotaur with his bare hands. Ja, natürlich tut er das. Hand-to-hand combat with a Minotaur is apparently not a great idea. Komisch. I... Tickets only. Also, so funktioniert es überraschenderweise nicht.
There's something to be said for taking the bull by the horns, Alexander. Nicht den Bullen bei den Hörnern packen. Genau. So. Aber wenn wir schon dabei sind, jedes Klischee. Alexander steps forward, determined to use anything at hand to save the girl. But before he can do anything... You there, human! Help me! Help! Ja, ich bin dabei. Who dares enter my lair? I ask you to release your captive or suffer the consequences. Never. You die, human. As the Minotaur advances in attack, Alexander slowly backs away. So, kann ich jetzt gleich wieder was machen? Until he can back away no more. Now where to, little man? Alexander, his back inches from the fiery pit, tempts the Minotaur with the Red Queen's scarf. Look here, you bully! Nice, bright red. Rot! Natürlich. Now you die. Wahrscheinlich nicht. Zack. The Minotaur drops from sight amidst the consuming flames. Slowly, his scream fades as well. Have you been harmed, Lady Celeste? Are you all right? No, I am not all right. I assume you do not intend to leave me tied up on this vile monstrosity. Vielleicht doch. Of course not. Sorry, let's see. If you'll give me a moment, I'll have these untied in no time. I can't wait that long. Look, I wear a small dagger just inside my belt. It should be enough to cut the rope. Okay, ist also eine Zicke, die wir da retten. All right, I've got it, Lady Celeste. Here we go. Also, sie macht hin, sagt, komm hier, rette mich endlich, kann ja nicht so ewig dauern. Thank you. You may keep the dagger as a gift for saving my life. That's very generous. Forget it. Do you mind if we just get out of here now? Klar, gehen wir hier raus. So. The Winged One's guards, bored with the pointless waiting, are startled by the sound of rock moving against rock. So, jetzt jubelt mal, ihr Pfeifen. Lady Celeste, fight thee well. I'm quite well, thanks to the bravery of a mere human. So much for your superior intellects. Yes, milady. Now bring him along. I'm going home. Genau. Ich wurde bei einem einfachen Menschen gerettet. So, er ist der Auserwählte. Ich erwähne es nochmal. Falls ihr jetzt nochmal Fragen habt. I see you have proven yourself the hero of the prophecy. Well, I am expected to thank you for saving my daughter's life. So I thank you. I am obliged to thank you for the restoration of our sacred catacombs. It means much to our people. We have already begun the process of clearing the deadly traps from its rooms. It is also my duty to grant you a visit with the Oracle. So this I do. I will grant you the freedom to leave here unharmed, despite my orders to the contrary from the Crown. But there, my obligations to you end. Toll. I have no love for Alhazred, but he is my liege, and if Princess Cassima trusts him and wishes to wed him, my guards will take you to the Oracle now. When your time with her is through, I want you to leave the City of the Winged Ones and never return. I don't know who you are or what you want here, but I will not disobey my crown further. I thank you, Lord Azure. I will respect your wishes. Also, wir dürfen unverletzt gehen. Er gibt uns auch Geleit. Wir können mit dem Orakel sprechen, was jetzt auch passiert.
Hail to thee, great oracle. Lord Azure sends you this wingless mail. It appears that he solved the cliffs of logic and... Ja, genau, hat er. Defeated the Minotaur in his lair. So I have seen. So this is the one that haunts my pool of late. Welcome, young seeker. What knowledge do you desire? Princess Cassima, whatever you can tell me, great oracle. Ah, of course, the princess. That explains my images. Let us see what we can see. I see a maiden, lovely and pure, but surrounded by evil. She is a rose set amidst bitter thorns. It is her fate to be the pawn of dark powers, and yours to try to redeem her. Mehr will der gar nicht hören. How do I redeem her? Fate is not like the cut of a blade, young one, but rather like the myriad of paths formed when a hammer cracks ice. I will tell you what I can, but what will actually come to pass is up to you. I see that any attempt to reach the girl will force you into battle, a struggle against a dark force. If you lose, your life will be forfeit. Who must I fight? A great darkness surrounds your adversary, preventing me from seeing clearly. I can only make out the shape of a black cloak. Ha! Hinweis. But before this final struggle, I see an infiltration, a dangerous game of hide-and-seek in corridors filled with enemies. The risks are high, but it is the only way to reach the one you seek. There is more than one way into this place. Your choice will dictate much. What else do you see, mighty oracle? Oh, such pain. I see two restless spirits crying out for revenge. Tust du. These shades could help you destroy the dark force if they were to be brought back from their spiritual form. Yet this is only one possible path to your destiny. I'm afraid this is getting beyond me. I know very little about the afterlife. I can only advise getting counsel from the druids. Be warned. The druids are reclusive and dangerous. They might aid you, or they might destroy you. Like their island, the druid's nature is hidden in the mists. There is nothing more I can do for you, except to give you this. It is water from the sacred pool. That and my blessing go with you. Thank you, great oracle. Okay, ich fasse das gleich zusammen, wenn wir gleich das fertig haben. Weil das war ausnahmsweise mal sehr informativ. So, haben wir? Wunderbar. Gut, ich speichere mal eben. Weil dann haben wir das nämlich tatsächlich erledigt. Das waren die Winged Ones. Also, ich wiederhole nochmal. Der Lord lässt uns also gehen. Das haben wir ja jetzt gesehen. Wir durften mit dem Orakel sprechen. Aber er wird sich niemals gegen die Krone stellen. Egal, wie er den Visier mag oder eben auch nicht. Weil seine Loyalität gehört Cassima. So, und er natürlich, weil Alexander ist Alexander. Ne? Ich mach das ja alles für Cassima. Wie geht's denn Cassima? War die erste Frage ans Orakel. Man hätte auch andere Sachen stellen können. Ja, man hätte fragen können, was ist das für eine große Verschwörung? Was geht hier ab? Was ist die ganze Kacke am Dampfen? Alexander ist Alexander. Deswegen hat sie mir einen Tipp gegeben, okay, ja, die braucht Hilfe, die braucht einen Retter. Die ist umgeben vom Bösen. Wink, wink, wink. Und hat auch sozusagen wirklich den Hinweis gegeben, es gibt da noch 2 Seelen, die
auf Rache sühnen. Die werden wir noch kennenlernen. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Auf jeden Fall im Pfad will wir alles machen. Und dann gab es noch den Hinweis, es gibt verschiedene Pfade. Und das ist das, was ich lustig finde, was ich selber ja nicht wusste. Weil ich war der Meinung, das Game ist so ein bisschen aufgebaut wie Robin Hood. Und Robin Hood, wenn wir das mal machen, also das werde ich auch noch machen, da macht euch mal keine Sorgen, werdet ihr sehen, bei Robin Hood ist es so, es gab eine Liste von Entscheidungen, die ihr in diesem ganzen Adventure macht. Und macht ihr die alle richtig, kriegt ihr das Happy End. Wenn er aber alles versemmelt, dann könnt ihr auch zusehen, wie Robin Hood halt hingerichtet wird, weil ihm keiner glaubt. Dann ist er halt der Strauchdieb, für den man ihn hält. Und so dachte ich, wäre dieses Spiel hier, ist aber nicht, weil die Speedrunner haben mir ja schon gesagt, es gibt 2 verschiedene Wege. Und den Weg, den ich kenne, ist sozusagen, ihr kennt mich ja, wir helfen allen, wir machen alles, wir machen dies, ne, Workaholic-Alarm. Es gibt aber eben auch den anderen Weg, wo man sagt, was interessiert mich denn? Ich will nur die Alte retten, alles andere ist mir wurscht. Und das ist halt der Hinweis. Das ist ganz lustig. Und natürlich der Hinweis mit Black Cloak. Ja? Wer aufgepasst hat, was ich immer gesagt habe, wir treten an gegen die Society of a Black Cloak, die Gesellschaft des schwarzen Umhangs. Und wir haben jemanden gesehen, der tatsächlich einen schwarzen Umhang hier auch trägt. Wenn ihr mal drauf geachtet habt. Ja. Also, wisst ihr, was die Stunde geschlagen hat. Und deswegen wundert euch nicht, wenn wir an den Anfang denken, wo Alexander gesagt hat, oh, ich bin Alexander aus Devonshire. Das kam bei manchen Leuten hier super an. Nach dem Motto, oh, das ist ja schön. Da freuen wir uns. Ich glaube, es gibt sogar irgendwo eine Szene, wo dann sogar noch eine Referenz gibt zu anderen Teilen. Ich glaube, das war so. So, wir haben's. Ich guck mal gerade. Das können wir eigentlich schaffen. Was sagt die Punktzahl? 114. Ich speichere sicherheitshalber nochmal, obwohl ich das schon gerade gemacht habe, aber besser safe than sorry. Das könnte hier nicht besser formuliert sein. Also es sind nicht viele Sachen. Dann würde ich sagen, wenn ihr Lust habt, dann würde ich sagen, weil es sind 1, 2, 3, 4, 5 Mini-Rätsel. Die würde ich sagen, mache ich in dem Stream noch, weil dann können wir morgen, oder wann auch immer das die Leute dann sehen, dann können wir tatsächlich den Sparrun machen. Ich bin mal gespannt, ob man den in einem Stream hinkriegen kann. Weil der ist nicht so lang. Der ist echt kurz. Also ich glaube, der ist nicht so einfach, aber der ist echt kurz. Und dann könnte man tatsächlich überlegen, dass man dann, vielleicht machen wir dann auch so direkt weiter, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Muss mal gucken, wie morgen mein Zeitplan aussieht. Dann könnte man theoretisch sogar den großen anfangen. Der Endwerfer, einen wunderschönen guten Abend. Du kommst gerade richtig. Wir haben die Logik Klippen hinter uns. Wir haben mit dem Orakel gesprochen. Ich kann jetzt vorbereiten, dass wir die große Runde oder die kleine Rundfahrt machen, sozusagen. So, wir wollen mal gucken. Also, wir müssten jetzt was geschafft haben. Was das Orakel, glaube ich, nicht erzählt hat. Alexander pulls out his magic map. Mal gucken. Ich hab mich nämlich verplappert am Anfang. Haben wir. Danke. Also, ich hab doch als Deppe, ich glaube, in irgendeinem King's Quest-Teil habe ich, glaube ich, der Heir Today weiß das noch wahrscheinlich am besten, der hat wahrscheinlich schon einen Clip vorbereitet. Habe ich doch ganz trocken gesagt, ja, hier, Land of the Grünen Isles, da sind noch 5 Inseln. Sind's ja auch. Hier ist die 5. Alexander feels a strange pulling sensation. Ich glaube, hier können wir aber noch nicht viel machen. Aber das wird noch wichtig. The Isle of a Mist. From the northeast come the sounds of mysterious drums and chanting. Ja, genau. Hier sind die Druiden. Und ich kann euch sagen, das wird noch interessant. Na komm, Alexander, geh doch in den nächsten Screen.
From the east come the sounds of mysterious drums and Nee, ich chanting. gehe da noch nicht hin. Ich glaube, die können Kohle schnappen, ne? Alexander reaches into the fire pit and takes a lump of coal. Und dann schnell abhauen. Alexander takes the scythe. So, die Sichel ist gut, die Kohle brauchen wir. So. From the northeast come the sounds of mysterious drums and chanting. Okay, im Dezember werden sämtliche Google-Mail-Accounts und YouTube-Kanäle gelöscht. Inaktive, okay. Okay, gut zu wissen. From the northeast come the sounds of mysterious drums and chanting. Muss ich mir tatsächlich mal das Georg-Video mal geben. Vielleicht betrifft mich das ja auch noch in irgendeiner Form. Nicht, dass auf einmal irgendwo irgendeine Mail weg ist, die ich aber noch brauche. Weil das ist ja, das Mailsystem von YouTube ist ja richtige Katastrophe. So. Alexander pulls out his magic map. So, jetzt geht's wieder zur Insel der Wunder. Alexander feels a strange pulling sensation. Ach, stimmt! Stimmt! Ja! Ich weiß was. Ich freue mich wie ein Dreijähriger. Ich weiß was. Nee. Da will ich gar nicht hin. Nee, da will ich hin, ne? Ich muss auf die andere Seite. Ich weiß was. Nee, ich bin doch eine Birne. Hä? Bin ich doof? Ich weiß, schreibt es nicht in die Kommentare, ich weiß es, aber... Hä? Ich habe nämlich gerade erinnert, wofür wir die Kohle brauchen. Und ich dachte eigentlich, mir eine gute Idee. Kann ich noch mal eine Flasche einsacken? Alexander takes a bottle of milk from the milkweed bush. Apparently, the dogwood tree doesn't like Alexander standing that close. Ja, gut. Ist mir egal. Ah! Da ist was. Deswegen hat sich da nämlich was There's geändert. a small bottle on the coffee table. It bears a label that reads, "Drink me." Da ist eine Flasche, auf der steht, trink mich. An was erinnern uns das bloß? Hallo Snake. Alexander picks up the bottle. So, jetzt kann ich doch einfach rein, ne? Kommt die Königin? Ich hoffe. Eine wollte Kohle. Kohle. Your Highness may as well spend her royal time contemplating something else. The lump of coal shall be sent to the Castle of the Crown under my name, and that's all there is to it. No, it shan't. Yes, it shall. If the coal is sent in your name, I shall royally decree a ban on all red on this isle. You do, and I shall royally decree that white shall be henceforth used for all mopping up of cabbage stew. You wouldn't dare! Oh, wouldn't I? Oh, it's you! Have you thought of any more of those brilliant ideas of yours? Okay, jetzt muss ich wahrscheinlich gucken, dass die Richtige die Kohle kriegt.
Weil sonst ist wahrscheinlich doof. Und ich kann nicht speichern. Hehehe. Hehehe. Weiß oder rot? Was sagt er? Weiß oder rot? Wo ist hier die Kohle überhaupt? Hallo? Da ist die Kohle. Weiß. Okay. Isabella sagt weiß. Ich kann leider nicht speichern. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist. Die kloppen sich ja beide I drum. found the two of you another lump of coal, so that you can stop fighting over the one you have. Ach ja. Oh, let me see. A lump of coal. And what a beauty it is too. Das wäre wahrscheinlich wurscht, glaube ich. Marvelous. Now we can stop fighting, sister. Your Highness can just keep the old lump of coal, and I'll take this new one. Ach doch. Quite right. That settles everything. As a token of our endless esteem and royal favor, please accept this magnificent and truly incredible spoiled egg. Thanks. So ein altes Ei, das ist ja auch geil. Let me see that lump of coal, Your Highness. So, was man mit Kohle alles machen kann. Beauty, isn't it? Why, it's bigger than my lump of coal. Let me have it immediately. Over my dead body, Your Highness. It's my lump of coal, and it is indeed larger and much grander. Just look at that sheen. I demand you exchange with me immediately. Das kann man auch nicht verstehen. Jetzt kloppen sie sich um die Kohle. Okay. So, das haben wir. So, jetzt geht's zur Insel des Biests. Jetzt kümmern wir uns da mal drum, dass wir an dem Schützen vorbeikommen. Und ich habe tatsächlich, den Hinweis habe ich gekriegt, ich bin ja begeistert, wenn Leute tatsächlich Videos gucken. Also es muss ja dann jemand bei Twitch nachgeguckt haben. Wir kriegen noch eine Chance mit dem Hofnahen zu quatschen. Also wenn wir das vermasselt haben, man kriegt noch eine zweite Chance. Also es müsste gleich kommen. Ich weiß nicht, ob sich dann bei uns gleich was ändert, weil wir haben das ja erledigt. Aber das gucken wir jetzt. So, jetzt erstmal, wie schon gesagt, kümmern wir uns um den Schützen, der uns beim letzten Mal erschossen hat. Den müssten wir jetzt eigentlich besiegen können. Weil wir haben ja jetzt ein Schild. Alexander pulls out his magic map. Ah! Ja! 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 Ich erinnere mich. Also, was die Leute schon gemerkt haben, Roberta Williams ist ein Disney-Fan. Das fiel, glaube ich, noch gar nicht auf. Wir spielen also tatsächlich jetzt die Bell-Story. Tatsächlich, jetzt schon. Okay, alles klar. Ich weiß, was wir machen. Und ihr wisst es auch. Okay. So, dann wollen wir mal. Da kann ich doch jetzt rüber, ne? Das habe ich doch geklärt, das Rätsel. Oder? Doch. Das haben wir geklärt. Das haben wir nicht geklärt. So, dann wollen wir mal machen. Wir nennen es Mission Bell. So, dann wollen wir mal gucken, ob mein Plan aufgeht. So, Schild, wo bist du? Da bist du. So, schieß doch. Alexander decides to pass through the gate, preparing the shield just in case. The magic arrow completely shatters the shield. Good thing the arrow didn't hit Alexander. Okay.
Da darf ich aber dann wahrscheinlich nie wieder rein, oder was? Kann ich das einfach mitnehmen? Alexander walks forward to step onto the gazebo. But the rose hedges on either side of the path, sensing an intruder's presence, reach out their vines and blend together. The path is blocked. Ja. Völlig egal, ob da irgendwas blockiert. Wir haben ja eine Sichel der Druiden. Die sollte das hinkriegen. Alexander wields the scythe, determined to get past the magical rose hedges. The leaves fly as Alexander tries to cut the branches faster than they can grow back together. He sees light. Kriegt das hin? He's through. Ah, natürlich, da ist das Biest, klar. Who dares enter Beast's garden? My name is Alexander. I didn't mean to disturb your private garden. No. And yet, monsieur, you could hardly have accidentally broken through the 3 enchanted traps of the Isle of the Beast. I suppose it is simply my nature to break through enchanted traps. You must be a prince, then. I know the nature of princes all too well. This face you see before you is hideous, is it not? Well, for the face of a beast, it is really quite noble. Ha! I'm glad you like it, for you will soon own one just like it. I too was once a pretty prince, caring for nothing but adventuring and rescuing fair maidens. But I rankled one too many evil hags. One dark night, I was turned into this obscenity you see before you, warped in shape and trapped on this enchanted island over 100 years ago. Surely there is a way off this island. Oh, surely. You broke in, did you not? And yet think, where would I go clad so eloquently as I am with this silk and this pelt? You see, my prison is also my sanctuary. You are the first to break through the barriers in lo these many years. That is, except for the druids who stole my heirloom coat of arms. If there's any way I can help. Help? You? I'm afraid you don't understand. The enchanted barriers were a warning and protection for you more than for me. Your prize for forcing your way past them is to join me in this dire life. By the laws of this sorcery, you are doomed to be trapped in the form of a beast. Your reward for broaching this garden is to be my slave. A slave as beastly as I am. You have only a few hours of humanity left. But that's not possible. There must be some way to break the enchantment. Spells always have a weakness somewhere. The enchantment you are under is tied to my own. Oh, the sorceress left me a way out. But I'm afraid it was only her final bitter joke. You see, I need only find a maiden to join me here, to share my castle, my life, willingly. Take another look at me. You can't help but admire the hag's terrible cruelty and cunning. I shall try to find such a maid, for Cassima's sake. Truly? How determined of you. I personally would not waste my last few hours as a man on an impossible errand. However, you may do as you please. I give you this token. It's my family ring, and the only heirloom I have left. If perchance you should... If you think you have found a maid... Haben wir. I shall give her this ring. Yes, she must accept it of her own free will. By doing so, she accepts me. Not that you shall find anyone, mind you. Your time is Komm, short. lass mich machen. Count the minutes on your fingers, while your fingers you have, pretty prince. Your master will await you. So, also. Ich fasse mal wieder zusammen. Also, wir haben ja jetzt hier dementsprechend den Weg in
seinen königlichen Garten gefunden. Und ja, und er hat gesagt, ja, ist kein Thema und überhaupt. Aber dann hat das Biest erklärt, nee, das war der Schutz für die Leute, dass sie nicht reinkommen, denn weil jetzt sind sie mitverflucht. Das heißt, wenn er jetzt sozusagen ihm jetzt nicht die liebende Maid bringt, die dann natürlich sich unsterblich in ihn verliebt, halt die schön das Beast-Story halt, dann ist er selber ein Biest. Ob das jetzt wirklich zeitlich ist, weiß ich nicht mehr. Aber das Rätselslösung ist ja nicht so schwer. Wir haben ja jemanden gefunden, der, glaube ich, sich über alles freut. Habe ich denn eigentlich die Rose? Das ist mal eine viel interessantere Frage. Habe ich die eigentlich mitgenommen? Nee. Ich will aber eine. Alexander takes a magnificent white rose from the rose hedges. So, haben wir. So. Haben wir. So. Dann gib mal Standgas. So. Like mal auf alte Hüte. So. Dann haben wir das auch. Dann machen wir das nämlich noch. So, und jetzt kommt nämlich die Stelle, wo jetzt nochmal ein Hofnarr sein kann. Ich weiß noch nicht, ob wir die kriegen oder nicht. Das werden wir jetzt aber sehen. Wir müssen ja jetzt sozusagen einmal noch zur Crown, zur Insel und einmal der Maid Bescheid sagen. Alexander pulls out his magic map. Und dann haben wir das. Das finde ich super. Alexander feels a strange pulling sensation. Wenn wir das Rätsel nämlich gelöst haben, ab dann gibt es den Split zwischen Perfect Ending und ich mache nur das, was nötig ist. Und dann passt das nämlich super als Cut für heute. Oh, ja, Heir Today hat gerade was gepostet, was man umsonst kriegt. Mitnehmen. So, jetzt gucke ich mal, ob der Hofnarr dabei ist. Das sehen wir jetzt gleich. Jetzt wird es mir interessant, weil wir haben das Rätsel ja eigentlich gelöst. Da ist er. Jalo, my friend. Is the wedding still moving forward at the castle? Prince Alex, egads, yes, that confounded wedding has a whole castle a-bustle. Look, I didn't come here to talk about that, though. I came to warn you. Warn me? About what? Isn't the wedding bad enough? No, listen. The Wazir knows that you're here, Alexander. He's posted extra guards, and he's telling them about a foreign saboteur. Who else could he mean but you? The Wazir's genie must have learned of your presence in the land, Prince Alex. I don't know how, but he must have. I haven't exactly been discreet, I'm afraid. Alexander, this is serious. Alhazred will never let you get close to Cassima now. He's doubled the castle guard, probably to make sure you keep out. Gadzooks! Oh, it's too bad there isn't some way to convince Alhazred that you left the islands or even died. If he thought you were out of the way, you might be able to get close enough to... What an interesting thought. Tell me more about this genie. The genie's name is Shamir Shamazel. Alhazred brought Shamir with him when he came to this kingdom. Shamir probably won't directly threaten you, but that doesn't mean he isn't dangerous. He can be a terrible trickster and an ingenious spy. It's too bad we can't get our hands on Shamir's lamp. If we had that lamp, Alhazred and all of our problems would be solved. Wouldn't that be a fine thing? You would wish to be master of such a wicked creature? Oh, Shamir isn't necessarily evil. Genies never are, you know. They only reflect their owner's heart, for good or ill. Alhazred is hardly a shining example for an impressionable genie. So how do you propose we go about getting Shamir's lamp? What? Oh, Prince Alex, I was only dreaming. I mean, the lamp is heavily guarded. It would be easier to steal Alhazred's own trousers while he's wearing them than it would be to get that lamp.
But surely a clown's hands are quick and agile. Well, yes, they are, as a matter of fact. But then the theft would be detected almost immediately. And then... my poor neck. If the theft were detected. Oh, I see. Yes, well, there might be a slim chance, but only that. If you could find a replica of the genie's lamp, an exact replica, I might be able to make the swap. I alone might get close enough, but I couldn't tell you what to look for. I caught a glimpse of it only once. I would know it if I saw it again, but to say I cannot. Well, I'll just have to see what I can do. Good luck to you then, Prince Alex. I really must be going back to the castle. I don't think I'll be able to come back here. If we were spied on, well, it's too high a risk. I hope you understand. If I see Cassima, I'll tell her I saw you. If you do ever make it to the castle, look me up. And do be careful, friend. I will. Goodbye, Jalo. Thanks for all your help. Wo wir dabei kostenlos sind, ne, beim Epic Game Store gibt es auch gerade Death Stranding umsonst. Also das nur so vielleicht für die Leute, die das auch interessiert. So. Ja, das haben wir. Genau, jetzt gehen wir in den Garten. Und dann steht hier, das kann ich schon mal spoilen, da bin ich gerade... Da habe ich gerade gestutzt. Aber das machen wir gleich, das Problem. Weil ich musste mich gleich zaubern, laut dem Hinweis hier. Ich wüsste nur nicht wie. So, du kriegst erstmal die Rose. Und dann kriegst du gleich den Ring. Die freut sich über alles. Pardon me, maid. I hope you don't think me forward. But I see that you like roses. I thought you might, perhaps, like a fresh white rose? Alexander can see the conflict in the girl's pretty face as she fights between her distrust of him and her desire for the white rose. The rose wins. Oh, I shouldn't, sir, but it is so lovely. I've never seen a rose of white. It looks so pale and delicate. Wherever did you find one of such a color? There are many hedges of them on the Isle of the Beast, and they grow together like magic. Oh, truly? What an adventure that must be to see them. But I should not speak so, especially to a stranger. Thank you for the rose, though, kind sir. So, das hat schon mal funktioniert. Ich will mal eben kurz eine Sache gucken. Sind wir bei 128 Punkten? Das sieht gut aus. Weil ich muss ja ein bisschen vorbereiten, dass wir auch noch den Perfect Running kriegen. Das sieht ganz gut aus. So, was ist denn jetzt? Ist das der Siegelring, ja? Beast's ring is made of pure, heavy gold and bears an insignia possibly related to Beast's princely past. So. Alexander has a thought about the serving girl. He decides to bring up the subject of Beast with her. Let me tell you about the place where the white roses grow. The Isle of the Beast is an enchanted place. There's a path running through a deep forest. The path crosses 3 magic blockades, set to keep all visitors away. At the center lives a tremendous beast. Really? Magic blockades? How exciting! What kind of a beast? Is it very terrifying and ferocious? It is a beast that walks on 2 legs and dresses like a prince. It speaks with the voice of a man. A beast that talks and wears clothes? How is that possible? Is the beast magic too? Not magical. Enchanted. Beast was once a prince, but a witch trapped him in the form of a beast and set him on the island. There he lives in a castle in the midst of a maze. How terrible! Imagine how lonely he must be. It is a very lonely prospect, isn't it? Oh, I have met him, you see.
He is indeed ferocious, but who would not be? He really exists? Oh, how it breaks my heart. If I could, I would tend to such a beast. Such a beast might find comfort in a kind face. Do you not think it so? Oh, I think it's so. I very much think it's so. You would not be afraid of him? Afraid? Maybe at first. But how silly of me to speak so. The roses in this little yard are the only magic I will ever see. I could take you there. In fact, I would owe you my life if you would go. If you truly wish to go. You are serious? I could leave here? Oh, I have always dreamt of leaving. But to actually go... This is the only home I have ever known. Home is a hard place to leave, even if you're unhappy there. But I will go. If I can help him, I must go. So, das hat doch funktioniert. Also, Rose genommen, Ring genommen und sie will natürlich diese Magie kennenlernen und es beeindruckend. Nothing you wish to take with you? There is nothing. Ja, sie hat ja auch nichts. Then take this ring. It is his. He will be pleased if you would wear it. Why, it's the most beautiful thing I have ever seen. Thank you kindly, sir. Beauty! Where do you think you're going? To a place where roses grow, and to someone who truly needs me. Das ging aber I schnell. see you wear my ring. You willingly agreed to spend your life here with me? Do you know what that means? Yes, my lord, I do. I have been touched by your story. Pity alone need not sentence you to endure this face. Oh, but it is a gentle face, and kind. You look at me so sweetly and are not repulsed. Oh, by the light of your eyes, my spirit soars. The enchantment! It is broken! I am pleased to have served you, my lord. Do you still wish me to stay? What? Speak not such nonsense, Beauty. Do you think that I learned nothing of true love during my time here? You are my queen. Oh, my clothes! This gown! How well it suits your noble heart. So schnell geht das. Alexander, how can I ever repay you? I have nothing to offer except my gratitude. But please, take these old clothes. Perhaps you'll find someone in need during your travels. You have already repaid me by your example of courage, Beauty. And by your friendship, I hope. You will always have our friendship and loyalty, Prince Alexander. But from a fellow adventurer, take some advice. If you find your true love, protect her with your life. Fear all beasts without the redeeming humanity of love. And to aid you, accept my mirror. Now that my life is no longer hung in false shadows, I have no need for it. Give it to someone with nothing to fear from the truth it reveals. Ah, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Das ist der Spiegel der Wahrheit. I wish you both well. Kann ich gleich noch was zu erzählen. Let me take you home. Okay, also da kommt er her. So, also leben natürlich jetzt glücklich bis ihrem, ne? So, die haben wir jetzt auf unserer Seite. Achtet hier auf das Viech mit dem Auge. Ne? Also, damit wisst ihr, wir sind hier niemals, egal was wir tun, in diesen ganzen Inseln, sind wir hier wirklich allein. Das heißt, es gibt hier genug Leute, die genau wissen, was wir da tun und was wir da machen. Das heißt also, ihr könnt euch vorstellen, für das Perfect Ende, die wissen, was wir vorhaben. Das macht die Sache übrigens viel, viel besser. So. So. Soll ich hier was absuchen? To take the path, Alexander need only walk on it. Geil. Um den Pfad zu nehmen, musst du ihn nur gehen. Das ist ja...
The fountain water is cool and clear. So, irgendwas fehlt doch hier. Kann ich da auch hin? The gate has been firmly shut and latched. It looks like the prince and his beauty need some time alone. Okay. Ich gehe mal zurück und mal wieder rein. Ich suche gerade was. Das kann ich schon mal mitnehmen. Alexander takes a magnificent white rose from the rose hedges. So, die brauchen wir nämlich wieder, auf jeden Fall. Ah, das war der Gag. Muss auch erstmal aufkommen. Beauty's old clothes are very ragged and heavy. They consist of a long, thick dress and a headpiece which covers the hair and most of the face. Okay, weil wir brauchen nämlich etwas. A long strand of Beauty's blonde hair is caught in the mantle. Ja, genau. Alexander searches Wir brauchen das Haar. Beauty's clothes and finds a long strand of blonde hair. Ja, da muss auch erstmal aufkommen, dass du das schon hast. So. Dann wollen wir mal. The glass bottle is full of milk. Nee, das brauche ich nicht. The small vial contains the oracle's sacred water. The water has a crystalline appearance. Okay, das ist das heilige Wasser. Das brauchen wir. Ich brauche mal eben kurz das heilige Wasser. Weil ich glaube, ich gucke nämlich mal, oh Mann, was macht der denn da? Nicht das. Sieht das so aus? Wird das dann die Lampe? Ich würde doch sagen, das ist doch nicht Zielübung. So. Hä? Alexander doesn't need to do that to the corroded coins. Nein, 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 nein. Du sollst es ja in die Lampe packen. Alexander pours the contents of the oracle's vial into the hunter's lamp with the baby's tears. The vial, now empty of its sacred fluid, disintegrates. Okay, das war, glaube ich, richtig. Und dann noch das Wasser. Alexander fills the hunter's lamp to the brim with the fountain water. So, und jetzt müssen wir was casten. Wobei ich keine Ahnung habe, wie. Alexander is carrying a book from the bargain table in the bookshop. Nee, das ist es nicht. Wir brauchen das Zauberbuch. Das ist es, ne? Alexander is carrying a book. Genau. So, einfach jetzt den Zauber nehmen, oder was? Nein, Paint nicht. Wir brauchen den Regenspruch. Ach, da steht doch schon Cast. Ja, für Doofe. Umblättern. Alexander reads with interest the specifications for the Make Rain spell. Klappt das so? War das gut? Alexander is carrying an old, battered hunter's lamp. War das richtig? The lamp contains sacred water, baby's tears, and fountain water. Ja, ja. War das richtig? Nö, das war nicht richtig. Das dachte ich nämlich. Ja. Also nochmal rein. Alexander prepares to enchant the hunter's lamp with the Make Rain spell incantation. Clouds of thunder, shafts of light, come and sup with me tonight. Waters 3 have I for tea, brew a tempest now for me.
Ja, das stimmt. Okay, damit wissen wir schon mal, wie Zaubern geht. Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. The lamp in Alexander's hand gives a little perk. He hopes the spell works despite his makeshift teapot. Ja, ich denke schon, dass das wirkt. So. Ihr seht schon, wie ich das nenne. Wir sind am Wendepunkt. Oder am Scheideweg. Oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ab jetzt geht's in die Alternative. Das heißt, also jetzt haben wir sozusagen alles vorbereitet, alles gemacht, dass wir das, ich nenne es mal einfach das, ja gut, das Easy Ending kann ich ja nicht sagen. Ich sag mal so, das Ende, wo wir eigentlich nichts machen, das Lousy Ending oder wie auch immer ich das nennen will, machen können und gleichzeitig das richtige Ende. Für Name-Calling. Ja, das ist ja schön. Das ist ja schön. Ja, mal also wieder. Naja, egal. Ich glaube, ihr seht das gar nicht. Das ist einer hat einer irgendwie von uns den Mister im Chat geschrieben oder war das irgendwie wieder ein lustiger Gast? Ja, wenn du ein lustiger Gast bist, dann natürlich bitte kostenpflichtig abonnieren. Ne? Ihr könnt das natürlich auch, das ist auch schön. Ich freue mich über jede Unterstützung. So, also nochmal kurz. King's Quest 6 ist jetzt soweit, dass wir jetzt beide Wege machen können. Und zwar beide Wege sind auch möglich. Da habe ich jetzt extra drauf geachtet. Und das bedeutet für euch, morgen machen wir den Easy Wake. Den Easy Wake, das ist auch super, super. Den Easy Weg, so rum, den leichten Weg. Und der ist, der ist nicht lang. Der ist echt nicht lang. Und da gucke ich mal. Also muss ich gucken, wenn ich merke, der ist zu kurz, dann würde ich kurz sozusagen die Aufnahme cutten, dass ich das als Einzelfolge mache und dann mit dem richtigen Ending weitermache, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht so lang ist. Weil ich gucke gerade mal. Das ist nicht ganz so einfach, der Weg. Aber wir gucken mal. Ja, auf jeden Fall könnt ihr euch darauf freuen. Ich mache mal eben kurz die... Ach komm, das mache ich in der Folge, die Dankesrunde. Komm, ihr habt so hart durchgehalten. Ich danke Isabella, ich danke dem Lakalaf, ich danke dem Lord. Wie gesagt, ich danke auch denen, die nicht schreiben. Ne? Also, ne, nicht falsch verstehen. Ich danke dem Silver. Ich danke dem Snake. Ich danke dem Entenwerfer. Ich danke dem ZF Pro. Dem I Like Bread 19. Ich danke mir. Weil ich habe es ja durchgezogen. Und ja, dann wollen wir mal. Ja, das war King's Quest 6. Der zweite Stream. Jetzt bin ich mal gespannt, wie weit es noch geht. Also für die Leute, ich wiederhole es jetzt gerne nochmal in der Folge, weil das passt ganz gut als Abschluss. Ich habe geguckt, also King's Quest 6 Amiga funktioniert. Das machen wir, wenn wir mit 6 fertig sind. Es gibt da noch Heir Book of Games. Das sind so Kartenspiele mit Graham und mit anderen Sierra-Charakteren. Das machen wir auch noch. Ich weiß noch nicht, wann ich das mache. Das ist aber für euch wurscht. Ihr seht das dann, wenn ich es mache. Das ist nicht so viel. King's Quest 8 habe ich, wie schon gesagt, so weit, dass man irgendwas da sehen kann. Also ich kann da irgendwie ein Video aufnehmen. Da werde ich basteln. Wenn das im Stream nicht funktioniert, mache ich das halt so. Dann werde ich also sozusagen die Story von King's Quest 8 auch ein bisschen erzählen. Das ist kein Thema. Aber für ein Let's Play eignet sich das überhaupt nicht. So. Und vom zeitlichen Ablauf, wie schon als 6, sind wir jetzt genau mittig für das Perfect Ende. Für das Easy Ende sind wir schon bei
würde ich sagen 75% oder so. Und dann kommt nur noch King's Quest 7. Und 6 ist definitiv der längste Teil. Das heißt, 7 müssten wir theoretisch, ich sag mal, in 3 Streams auch fertig haben. So. Und dann ist der King's Quest Marathon erledigt. Dann könnt ihr schon mal überlegen, da komme ich aber auch noch zu in weiteren News, was denn wohl der nächste Marathon wird. Seid mal gespannt. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Wenn ihr wollt, abonnieren, kommentieren, bewerten. Auch gerne auf Twitch folgen. Für die Leute, die das nur auf YouTube sehen. Live ist viel geiler. Da ist der Venom sogar 10 Nummern lustiger. Das können die alle im Chat bestätigen. Da ist der cooler, lustiger, sieht besser aus. Benutzt mehr Filter, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall fresher, hipper, tighter, knorkiger. Was auch immer. Aus welcher Zeit auch ihr kommt. Ist mir auch wurscht. So. Wir haben's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Jawohl. Was haben wir heute? 2 Stunden gemacht? Ja, 2 Stunden 11. Ist doch okay. Wir sehen uns in Folge 3.